Produkte funktionieren nicht mehr ohne Elektronik. Und Elektronik wird immer schnelllebiger und gibt immer wieder neue Zyklen. Und wenn die dann frühzeitig ausfällt, fällt auch das gesamte Gerät aus. Das ist natürlich unheimlich schlecht für die Umwelt, schlecht für die Ressourcen. Das heißt, Elektronik sollte eben in dem Begriff nachhaltig so lang wie möglich nutzbar sein, sodass auch das Gerät, was damit betrieben wird oder was einfach auch die Elektronik braucht für Überwachungsprozesse, dann auch so lange wie möglich am Markt und beim Konsumenten genutzt werden kann. Das Thema Nachhaltigkeit und Elektronik ist insbesondere deswegen wichtig, weil vielen gar nicht bewusst ist, welchen großen CO2-Fußabdruck zum Beispiel aus der Fertigung man mit sich herumschleppt, wenn man Elektronikgeräte nutzt. Und genau das zu verdeutlichen, das ist unsere Mission hier auf der IFA, das zu veranschaulichen, für Schülergruppen, für Verbraucherinnen aufzuzeigen, welche Umweltlast denn insbesondere mit der Herstellung verbunden ist, um daraus abzuleiten, wie denn sinnvoll mit den Geräten umgegangen wird, wie ein Produktdesign aussehen kann, um auf Langlebigkeit abzuzielen. Smartphones, sie sind auch ein Stück Symbol für Ressourcenverbrauch. Ein Smartphone enthält das halbe Periodensystem der Elemente, darunter auch kritische Elemente. Und letztendlich kommt auch die schiere Menge hinzu. Es werden pro Jahr derzeit etwa 1,4 Milliarden Geräte produziert. Ein Smartphone an und für sich mag nur 100 oder 200 Gramm wiegen, aber mal 1,4 Milliarden, da kommt schon einiges zusammen. Mehr an Nachhaltigkeit in Smartphones zu erreichen, von außerordentlicher Wichtigkeit. Als allererstes sind wir dabei, die Ökobilanz für entsprechende Geräte zu quantifizieren, sprich genau durchzurechnen, wo die Umweltlasten liegen, in welchen Lebenszyklusphasen welche Bauteile, welche Komponenten insbesondere dafür ursächlich sind. Denn genau mit solchen Zahlen kann man dann nachher auch arbeiten und kann man auch die Unternehmen unterstützen, ihr Design zu verbessern, die Produkte mehr lebenszyklusorientiert zu gestalten und auch die Politik entsprechend zu beraten, dass sinnvolle Maßnahmen erlassen werden, die dem Konsumenten helfen und die Umwelt entsprechend schützen. We've launched a new product called VisaMark, which is a benchmark and testing of smartphone devices, especially on battery energy performance and efficiency. And this is the main area that we would like to work with end users and manufacturers, how to help them reduce the battery size while at the same time offering optimum battery performance. Und wie man hier sehen kann, in den Generationen ist unser Fairphone immer modularer geworden. Das heißt, man kann nicht nur die Batterie auswechseln, sondern man kann auch andere Komponenten austauschen, wenn zum Beispiel die Kamera kaputt geht oder das Display bricht. Und damit kann man das Smartphone für länger behalten. Hier Fairphone 2 hat jetzt schon 7 Jahre Softwareunterstützung und das ist wirklich erstmalig in der Smartphone-Industrie für Android Operating Systems. Je länger man ein Smartphone benutzt, desto weniger CO2 hat man pro Jahr. All our tablet designs are designed that you can easily replace the battery, take out the battery without a screwdriver, remove the covers with basic standard Phillips screwdriver. They're modular design, so the design allows you to update them, upgrade them and reuse the parts. So some people like different features on tablets. Our tablets, our computers, you can replace the serial ports, the RJ45 ports, the wireless, the processor, the hard drive, etc. We are an online platform with repair manuals. Our mission is to make anyone repair anything. To do this, we don't only have the manuals, but also the tools, because for smartphones or other consumer electronics, you might need special bits. I mean, some phones, they contain 4 to 5 different bits just to make the repair more complicated. And what this does is we extend the lifetime of the product. I mean, you can get it repaired maybe at an authorized repairer, you can go to an independent, but you can also do it yourself in certain circumstances. And we want to help with that to reduce emissions. Ich
würde mir in der Tat wünschen, dass sich das ganze Geschäftsmodell im Bereich der Elektronik durchaus auch ändert und dass langlebige Produkte, die Reparierbarkeit, der Service, der mit den Produkten verbunden wird, dass damit der Umsatz generiert wird und nicht mit dem ständigen neuen Verkaufen neuer Geräte. Ich würde mir wünschen, dass in 5 Jahren jedes Smartphone eine auswechselbare Batterie hat, auswechselbares Display. We'd like to be the repairable, sustainable computer of the future with a long life. Devices use bigger and bigger batteries. What we would like to see is this trend being reversed in the next 5 years. Smaller batteries, but still with increased battery life and performance. For the consumers or for the environment, we would really wish that there is a right to repair. So we are part of the Right to Repair campaign, and what we want is that you can repair any product. And so my wish is that there will be legislation for all kinds of devices so that all devices are more repairable.